Hallo, herzlich willkommen bei Viessmann heute. Ich bin froh, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und dass wir heute mal in den Austausch gehen können. Vielen Dank, Herr Dr. Dambach, vielen Dank, Herr Schreiber. Ja, wir freuen uns auch sehr, hier sein zu dürfen bei der Firma Viessmann und heute ein bisschen in dem Interview die Chance zu nutzen, um über die Herausforderungen der Digitalisierung bei Viessmann zu sprechen und wie Ihnen dabei unsere Low-Code-Plattform Simplifier ein bisschen unter die Arme greifen konnte. Ich hätte auch gleich eine erste Frage an Sie, Herr Dr. Dambach, und zwar, warum beschäftigen Sie sich denn als Viessmann überhaupt mit dem Thema Low-Code? Wir waren historisch gesehen schon immer ein starker Notes-Kunde. Wir haben im Zuge der Digitalisierung uns von Notes gelöst, sind Richtung Google gegangen. In dem Zuge brauchen wir natürlich auch Ersatzplattformen. Die hatten wir in AppMaker gefunden. AppMaker ist leider abgekündigt worden. Und das heißt, wir brauchten eine Plattform, wo wir wirklich schnell Anwendungen umsetzen konnten. Und das war natürlich mit Simplifier gegeben. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen hohen Entwicklungsstau. Das heißt, wir brauchen eine Low-Code-Plattform, mit denen wir auch neben unseren Entwicklern auch relativ schnell auch die Ressourcen, die nicht so stark entwicklungsgetrieben sind, mit einbinden können, um so auch den Fachbereichen die Möglichkeit zu geben, dort mitzuarbeiten und dass wir dann halt auch in der Umsetzung schneller werden und die Anforderungen alle schaffen. Herr Schreiber, Herr Dr. Dambach hat es gerade gesagt, Sie haben dann AppMaker benutzt. Das wurde dann aber leider auch, oder zum Glück für uns, auch abgekündigt. Und was hatten Sie denn dann für besondere Herausforderungen im Zuge? Die Herausforderung bestand natürlich darin, die bestehenden 12 Applikationen, die wir schon produktiv im Einsatz hatten, über einen sehr knappen Zeitraum von 6 Monaten auf eine neue Plattform zu transportieren, zu migrieren. Und mussten da dementsprechend auch erstmal einen Partner und eine Plattform finden, die zukunftssicher für uns ist und eine Wiederverwendbarkeit von dem Code uns auch sicherstellt. Und das haben wir mit Simplifier dann auch gefunden und haben auch eine Punktlandung gelandet, sage ich jetzt mal. Wir sind einen Tag vor Abschaltung der Plattform produktiv gegangen und haben alle Anwendungen produktiv zur Verfügung gestellt. Herr Dr. Dambach, gab es neben den bereits genannten Gründen noch weitere Gründe, sich jetzt, sage ich mal, Simplifier als Nachfolgeplattform anzusehen? Klar, wir haben natürlich einige Plattformen angeguckt, aber der Fit zur Strategie war ein wichtiger Punkt. Und da wir jetzt auch sehr, sehr stark in Richtung Fiori unterwegs sind, haben wir natürlich mit Freuden festgestellt, dass wir mit Simplifier eine Applikation finden, die auch dort leicht zu integrieren ist, die UI5-Applikationen zur Verfügung stellt und dass wir hier wirklich Anwendungen aus einem Guss über mehrere Plattformen hinweg schreiben können. Das war für mich so ziemlich das stärkste Argument für Simplifier. Herr Schreiber, was waren denn aus Ihrer Sicht die entscheidenden Faktoren, sich für Simplifier zu entscheiden? Zum einen haben wir festgestellt, die fachliche Kompetenz, die Simplifier uns bietet und den optimalen Support, den wir auch an der Stelle bekommen. Und ja, wir sehen es einfach als zukunftssichere Technologie, auch gerade diese Fiori-Technologie, die den Source-Code generiert. Der generierte Source-Code bleibt in Viessmann-Hand, in Viessmann-Hoheit und wir haben nicht irgendeinen Anbieter, der wieder verschwindet, so wie bei AppMaker, und haben da eine gewisse Sicherheit und Stabilität bekommen. Ich würde gerne bei Ihnen bleiben, Herr Schreiber, und mal fragen, was Sie denn in den letzten Monaten mit Simplifier erreicht haben. 12 Anwendungen stehen jetzt in einer produktiven, stabilen Umgebung zur Verfügung, haben dort eine Anwendung an Google realisiert, das heißt Login per Google erfolgt. Des Weiteren haben wir noch einige Services angebunden, Funktionen im Google-Kontext angebunden, die wir natürlich für weitere Applikationen auch zur Verfügung stellen können, sowas wie ein Nutzerdirectory. Und das sind natürlich Funktionalitäten, die wir für zukünftige Applikationen auch sehr gut nutzen können und wiederverwenden können. Herr Dr. Dambach, wie hilft Ihnen denn so eine Low-Code-Plattform wie Simplifier, Ihre strategischen Ziele mittel- bis langfristig umzusetzen? Ja, wir sind vor allen Dingen in der Lage, neben unseren eigenen Ressourcen auch fremde Ressourcen einzubinden, insbesondere Ressourcen aus dem Fachbereich. Das heißt, wir werden natürlich jede Menge Performance gewinnen und werden Schnelligkeit gewinnen in der Umsetzung der Anforderungen und können so auch die anderen Kollegen im Hause Viessmann entsprechend integrieren und kommen schneller zum Ziel. Herr Schreiber, gibt es was Sie besonders schätzen an der Zusammenarbeit mit Simplifier? Ja, in dem Projekt konnte man feststellen, die offene, ehrliche Art miteinander, die Kommunikation war sehr gut, sehr zielgerichtet. Wir haben kritische Themen angesprochen, haben dann auch direkt Maßnahmen ergriffen, um das umzusetzen. Haben auch mit dem Partner Cloudworthy und Simplifier in der Kombination sehr gute Erfahrungen gesammelt und das Projekt ist sehr gut gelaufen und ja, die Chemie stimmt in dem Team. Herr Dr. Dambach, worauf freuen Sie sich denn besonders, wenn Sie daran denken, die digitale Roadmap mit Hilfe von Simplifier umzusetzen? Ich freue mich auf viele passgenaue Lösungen, die wir einfach umsetzen können und vor allen Dingen, die wir auf breiter Basis umsetzen können,
auch mit nicht nur unserem eigenen Know-how, sondern auch mit dem anderen Know-how in den Fachbereichen. Herr Schreiber, welche Ziele verfolgen Sie und Viessmann denn in den nächsten 2-3 Jahren mit Simplifier? Ja, für uns steht im Fokus, einfache Anwendungen auf Fiori-Technologie umzusetzen. Das heißt, dass wir schneller und einfache Anwendungen bereitstellen können, den Fachbereichen schneller unterstützen können. Und Ziel ist auch, dass wir flexibler sind, wenn der Fachbereich eine Designänderung haben möchte oder weitere Funktionen bereitstellen möchte, dass wir da schnell reagieren können und schnell das dem Fachbereich auch umsetzen können. Okay, vielen Dank. Damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende unseres Interviews angekommen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich von Simplifier Seite, dass Sie sich, Herr Dr. Dambach und Herr Schreiber, Zeit genommen haben für das Interview und freue mich natürlich auch sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen gemeinsam und hoffe, dass wir weiterhin als Simplifier ein starker Partner an Ihrer Seite sind, um Ihre strategischen Ziele auch umzusetzen. Vielen Dank.